Mit dem Online-Ordering-Modul der MyVectron Cloud hast du die Möglichkeit, schnell und einfach eine Online-Bestellseite für deinen Betrieb zu erzeugen. Das Beste dabei, die meisten Informationen dazu können automatisch aus deinem Kassensystem übernommen werden. Lediglich die Auswahl Artikel, Bestell-, Liefer- oder Abholzeiten sowie Bezahlwege musst du noch hinzufügen. Das Schaubild zeigt, wie alles miteinander zusammenhängt. Sobald du deine Vectron-Kasse mit der MyVectron Cloud verbunden hast, liefert sie alle relevanten Daten, allen voran die Artikeldaten in die Cloud. Hier legst du zunächst Bestellartikelgruppen wie Vorspeisen, Hauptspeisen, Desserts oder vielleicht auch Pizza, Schnitzel oder Eis an. In diese Gruppen kannst du die Artikel aus deiner Kasse einsortieren. Menüoptionen, wie zum Beispiel Auswahlmöglichkeiten zu Beilagen, werden dabei automatisch mit übernommen. Im nächsten Schritt legst du eine Online-Speisekarte an, die du in die Bestellartikelgruppen einfügst. Auf die gleiche Weise kannst du zusätzliche Speisekarten, beispielsweise für das Inhouse-Ordering-Modul, erstellen. Zum Beispiel auch getrennte Karten für Indoor- und Biergarten. Sobald nun ein Artikel in der Kasse geändert wird, werden die Änderungen automatisch in alle Karten übernommen, in denen dieser Artikel vorkommt. Dabei ist es durchaus möglich, in einer Karte eine und in einer anderen Speisekarte eine andere Preisebene auszuwählen, sodass sich Preisänderungen nur dann auf einer Speisekarte durchschlagen, wenn in der Kasse der Preis in der Preisebene verändert wurde. Aber Inhouse-Ordering ist ein Thema für ein anderes Video, das ich dir unten verlinke. Zusammen mit der Online-Speisekarte wird ein Link und ein QR-Code erzeugt. Diese kannst du entweder in deine Homepage einbauen, auf deinen Social-Media-Kanälen verteilen oder auf Flyern drucken, die du deinen Lieferungen beilegst. Sobald der Kunde den QR-Code oder einen Link aufruft, gelangt er zu deiner Speisekarte, ohne dass er umständlich eine App installieren muss. Immer mehr Kunden wollen nicht noch mehr Apps auf ihrem Smartphone. Der Link bleibt immer der gleiche. Und wenn sich die Speisekarten-Dahinter verändert, neue Preise hinterlegt werden, Artikelgruppen hinzukommen oder saisonal auch wieder herausgenommen werden. Getrennt für Abholung und Lieferung kannst du Mindestzeiten für die Warenübergabe festlegen. Bei Lieferungen kann in die angegebene Lieferzeit automatisch auch die Entfernung mit einfließen. Lieferkosten werden entsprechend der von dir definierten Lieferzonen automatisch auf die Rechnung aufgeschlagen. Entsprechend deiner Entscheidung für Barzahlung oder Online-Vorauszahlung erhält der Kunde während der Bestellung entsprechende Optionen. Einfacher kann der Bestellvorgang für den Kunden nicht abgebildet werden. Und auch wenn die Bestellung bei dir eingeht, nimmt dir die Kasse die meiste Arbeit ab. Die Bestellungen werden automatisch, auch passend aufgeteilt, an die Produktionsorte geleitet, die in der Kasse für den jeweiligen Artikel hinterlegt sind. Das kann entweder über einen einfachen Bondrucker erfolgen oder smarter über ein Kitchen-Videosystem. Aber was genau machst du nun, um das System für deinen Betrieb einsetzen zu können? Was müssen wir jetzt für die Einrichtung des Online-Orderings tun? Als allererstes muss der Fachhandelspartner an der Kasse aktiv werden. Da nimmt er ein paar Einstellungen vor, damit erstmal die Grundvoraussetzungen erledigt worden sind. Nachdem der Fachhandelspartner dann aktiv geworden ist und alles an der Kasse soweit eingestellt ist, können wir jetzt in Richtung Cloud gehen und uns gucken, was wir in der MyVectron Cloud entsprechend einrichten müssen. Den Zugang zur MyVectron Cloud erreichst du über die Vectron-Website. Wähle hier den Bereich Kundenlogin und wähle dich dort unter Login Kundenportal MyVectron ein. Hast du noch keinen Account im MyVectron Kundenportal, sprich deinen Kassenhändler an oder melde dich beim Vectron Support. Zunächst einmal loggen wir uns über die Webseite, über das Kundenportal in MyVectron ein. Da gebe ich meine Kontaktdaten ein, mein Passwort ein, dann logge ich mich ein und dann lande ich hier in der Übersicht für das Dashboard. Anschließend kann ich hier unter Filialen meine Filialen sehen und dort entscheide ich mich, für welche Filiale möchte ich denn das Online-Ordering überhaupt nutzen. Dann gehe ich hin und gehe unter Tarif Info und kann dort entsprechend unten über die Funktion Online-Ordering den Haken setzen und dann aktiviere ich das Produkt. Eine besonders charmante Funktion der MyVectron Cloud ist, dass du die benötigten Module selbst verwalten kannst und sie damit auch nur dann aktivierst, wenn du sie wirklich brauchst. Nach der Aktivierung führst du im ersten Schritt die notwendigen Anpassungen auf deinen Betrieb durch. Nachdem ich das Online-Ordering-Modul dann aktiviert habe, erscheint oben links hier ein Punkt Online-Services. Wenn ich den anklicke, komme ich in die Einstellungen für die gesamten Ordering-Services, die es im Haus Vectron gibt. Hier lande ich auch schon direkt im Startbildschirm für die Einstellungen. Hier ist es wichtig, die Kasse auszuwählen, wo nachher die Bestellungen über den Webshop draufgeschickt werden sollen. Das Smarte am Zusammenspiel zwischen Vectron Kasse und MyVectron Cloud ist, dass die ausgewählte Kasse automatisch ihre Stammdaten an die Cloud weitergibt. Hast du an der Kasse bereits einen Artikelstamm mit verschiedenen Preisebenen, Menüverknüpfungen usw. eingerichtet, kannst du diese Daten direkt für das Online-Ordering-Modul nutzen. Das gleiche gilt auch für die in der Kasse angelegten Finanzwege. Wenn ich jetzt hier eine Kasse ausgewählt habe, dann wird aktiv zwischen Kasse und der Cloud eine Verbindung gesetzt. Und anschließend werden Finanzwege, eine Trinkgeldoption und die Bestellartikel hochgeladen. Das sehe ich jetzt unter anderem hier unter Finanzwege.
Hier wähle ich dann den Finanzweg aus, der für mich relevant ist, in dem Fall Online-Zahlung. Das ist schließlich der für die PayPal-Zahlung von Bestellungen dann entsprechend in der Kasse verbucht wird. Ähnlich wie beim In-House-Ordering-Modul kann auch beim Online-Ordering-Modul eine Option für Trinkgeld gesetzt werden. Dadurch wird am Ende des Bestellvorgangs dem Kunden ein Fenster mit möglichen Trinkgeldbeträgen angezeigt. Und ich wähle meinen Trinkgeldaufschlag, der dann unter Trinkgeld ist. Das ist wichtig dafür, wenn wir nachher auch Online-Bestellungen mit einer Trinkgeldfunktion nutzen wollen. Dann wird das Trinkgeld nämlich automatisch über das Kassensystem mit verbucht. Das Online-Ordering-Modul bietet die Möglichkeit, getrennt für Bestellungen mit Lieferung und Bestellungen mit Abholung unterschiedliche Bestellzeiten vorzugeben. Dadurch lassen sich zum Beispiel für die Abholung größere Zeitfenster als für den Lieferdienst hinterlegen. Als nächstes gucken wir uns die Bestellzeiten an. Da mache ich mir jetzt Gedanken, zu welchen Zeitpunkten soll der Konsument für Abholung bestellen können und zu welchen Zeitpunkten soll er für Lieferung bestellen können. Ich öffne jetzt hier schon mal die Abholzeiten, kann dann über Bearbeiten meine Abholzeiten bearbeiten. Dort aktiviere ich den Montag und sage jetzt, Montag können Kunden meinetwegen von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr abends bei mir zur Abholung bestellen. Dann sage ich speichern und das Ganze wird jetzt quasi schon im Hintergrund aktiviert. Jetzt kann ich hingehen und diese Funktion für die Abholzeiten, für die Lieferzeiten übernehmen. Dann spare ich mir die Arbeit, dass ich das alles doppelt eintippen muss, sondern kann einfach sagen, ich übernehme jetzt die Zeiten für die Abholung, ebenfalls für die Lieferzeiten, weil die Kunden in der gleichen Zeit auch für Lieferung bestellen sollen dürfen. Sage speichern und jetzt habe ich beide Zeiten final eingerichtet. Auch wenn der Kunde später die Online-Bestellung direkt aus dem Shop abschicken kann, ist es auch aus rechtlichen Gründen erforderlich, dass dem Kunden für Rückfragen oder sonstige Kontaktaufnahme entsprechende Daten bereitgestellt werden. Damit diese im Online-Shop angezeigt werden, legst du die Infos im nächsten Schritt an. Nachdem wir die Bestellzeiten eingerichtet haben, ist es natürlich auch wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, welche Informationen soll der Kunde auf dem Webshop nachher finden. Worüber kann er mich kontaktieren? Wer ist der Ansprechpartner? Das Ganze stelle ich ein unter den Filialdaten und unten unter den Filialdaten finde ich eine Information, Kontaktinformation für Konsumenten. Die Sachen, die ich dort eintrage, werden letztendlich nachher auf dem Webshop dem Kunden angezeigt und ist mein Kontaktkanal für den Kunden. Damit stehen die grundlegenden Einstellungen und nun kann es an die konkrete Zusammenstellung der Artikel für den Online-Service gehen. Erster Schritt ist, wie wir bereits im Schaubild gesehen haben, die Anlage von Bestellartikelgruppen. Anschließend springen wir zurück in die Online-Services und dort empfehle ich dann immer mit den Bestellartikelgruppen anzufangen. Die Bestellartikelgruppen sind nichts anderes als Warengruppen aus dem Kassensystem, kennt man vielleicht. Hier mache ich mir jetzt Gedanken, welche Warengruppen, Bestellartikelgruppen möchte ich später auf dem Webshop denn meinen Kunden überhaupt anbieten. Über die Funktion hinzufügen kann ich hier einen Namen für die Gruppe anlegen, zum Beispiel Pizza, und eine Beschreibung angeben, die nachher auch auf dem Webshop dann entsprechend angezeigt wird. Wenn ich das Ganze final bestätigt habe, dann sehe ich auch, dass ich die Pizza entsprechend angelegt habe. Jetzt könnte ich mir überlegen, ob ich noch weitere anlegen möchte. Stehen die Bestellartikelgruppen, müssen sie nun noch mit Artikeln aufgefüllt werden. Nachdem ich mir jetzt Gedanken gemacht habe über meine Bestellartikelgruppen, muss ich der Bestellartikelgruppe oder der Warengruppe auch entsprechend Artikel zuweisen. Das mache ich über die Bestellartikel. In der Bestellartikelansicht finde ich alle Daten, die aus dem Kassensystem übertragen worden sind. Ändere ich Sachen am Kassensystem, werden die auch für diese Übersicht entsprechend nachträglich geändert. Das Ganze findet in Echtzeit statt, der Abgleich, sodass hier niemals irgendwelche Differenzen zustande kommen. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, einzelne Artikel über den Namen oder die Clue-Nummer mir aus der Übersicht herauszusuchen oder aber einen Filter über die Warengruppen der Kasse entsprechend zu setzen. Dies filtert mir dann alle Artikel, die sich in der Warengruppe für zum Beispiel Hauptspeisen im Kassensystem befindet. Wenn ich jetzt also das Dropdown öffne und mir meinetwegen alle Fleischgerichte anzeigen möchte, dann verändert er die Übersicht entsprechend der Warengruppe aus dem Kassensystem. Hier kann ich jetzt hingehen und über diese Checkboxen mir die Artikel aussuchen, die ich dann zu der Bestellartikelgruppe Hauptspeisen hinzufügen möchte. Wir machen das Ganze beispielshalber mal für das Cordon Bleu und das Wiener Schnitzel. Und dann kann ich durch die Mehrfachauswahl über die 3 Punkte oben rechts sagen, zur Gruppe hinzufügen. Dann suche ich mir die Gruppe aus, in welche das kommen soll, Hauptspeisen, und sage speichern. Anschließend befinden sich die Artikel von der nicht zugewiesenen Übersicht in der Hauptspeisenübersicht. Wie viel Zeit sich durch die Übernahme der Artikel aus der Kasse sparen lässt, zeigt sich ganz besonders gut auch an dem Cordon Bleu-Beispiel. Das Schöne bei unserer Lösung ist, dass alle Artikeleinstellungen aus der Kasse übernommen werden. Bedeutet, wenn ich jetzt im Cordon Bleu verschiedene Unterartikel habe, dann werden die auch sofort mit
für den Webshop übernommen. Das Ganze zeige ich euch später mal, wie das live aussieht. In dem Fall, man sieht es hier nicht direkt, aber man sieht es später auf dem Webshop. Bekanntlich ist das Auge mit. Entsprechend lassen sich für die Bestellartikelgruppen ansprechende Bilder in den Onlineshop einbauen. Hier habe ich jetzt noch die Möglichkeit, über die 3 Punkte zum Beispiel Bilder hinzuzufügen, Artikelinformationen zu verändern, den Namen zu verändern oder aber auch den Artikel auf vorübergehend Ausverkauf zu setzen. Sprich, ich kann das Ganze auf meine individuellen Bedürfnisse zuschneiden und an mich anpassen. Die Option Bilder hinzufügen schauen wir uns noch einmal genauer an. Wir haben die Möglichkeit, bei den Bestellartikelgruppen, aber auch bei den Bestellartikel eigene Bilder zu hinterlegen. Bei den Bestellartikelgruppen kann ich über Bild festlegen gehen und dort habe ich die Möglichkeit, sogar aus unserem designten Katalog ein Bild auszuwählen. Dort gehe ich dann einfach hin, klicke das Bild an und sage Speichern. Wenn ich dieses Bild jetzt speichere, dann ändert sich das Bild auch in Echtzeit auf dem Webshop. Ich drücke mal auf Speichern, gehe zurück in den Webshop, drücke einmal Aktualisieren und wir sehen, statt der Pizza sind jetzt Cocktails dort oben eingeblendet. Das gleiche funktioniert auch für die Bestellartikel. Bei den Bestellartikeln kann ich für jeden Artikel sagen, ich möchte ein einzelnes Bild hinterlegen. Hierfür gehe ich einfach über die 3 Punkte, Bild hochladen und suche mir dann ein Bild aus, was ich entsprechend aus dem Desktop oder aus meinem Speicherort hochladen möchte. Wenn ich das getan habe, dann kann ich die Bilder anschließend über die Klicks hier, Bild hochladen, mir anschauen, gucken, ob das für mich passt, aber auch über die 3 Punkte das Bild löschen oder entfernen. Wenn ich das mache, wird auch dann in Echtzeit auf dem Webshop das Bild herausgenommen. Die Bestellartikelgruppen stellen in der myVectron Cloud eine übergreifende Zusammenstellung dar, die von unterschiedlichen Diensten wie dem Inhouse-Ordering oder hier dem Online-Ordering genutzt werden können. So lassen sich ganz individuelle Zusammenstellungen von Bestellartikelgruppen in unterschiedliche Speisekarten aufnehmen. Und trotzdem wirken sich alle Änderungen an den Artikeln in den Speisekarten aus, in denen die Bestellartikelgruppe mit diesem Artikel eingesetzt wird. Nachdem ich jetzt die Konfiguration für die Bestellartikelgruppen und die Bestellartikel vorgenommen habe, gehe ich in die Übersicht Speisekarten und hier weise ich der Speisekarte Online-Ordering jetzt aktiv die Bestellartikelgruppen hinzu. Warum mache ich das? Es kann ja sein, dass ich zum Beispiel über den Sommer Eis anbiete und dass ich das Eis dann halt auch nur für diesen Sommer in die Speisekarte Online-Ordering mit hinzufügen möchte. Das Ganze macht man dann über die 3 Punkte oben rechts, Bestellartikelgruppe hinzuweisen. Ich füge jetzt meine Hauptspeisen hinzu und sage Speichern. Wenn jetzt zum Beispiel vorübergehend Artikel nicht mit angeboten werden sollen, musst du die Bestellartikelgruppe nicht neu definieren, sondern kannst einzelne Artikel in der Gruppe für die Darstellung auf der Speisekarte deaktivieren. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich nicht jeden einzelnen Artikel der Bestellartikelgruppe Hauptspeisen auf der Online-Speisekarte anzeigen möchte. Dafür kann ich über die Bestellartikelgruppen einzelne Artikel an- und aushaken. Ein Beispiel wäre da, ich möchte mein Steak einfach nicht über den Webshop verkaufen, weil ich weiß, dass es nachgart und nie perfekt beim Kunden ankommt. Dafür gehe ich dann einfach auf dieses kleine Augensymbol, hake es an und dann wird der Artikel sofort für diese Speisekarte deaktiviert. Und so könnte die Definition mehrerer Bestellartikelgruppen am Ende aussehen. Ich war jetzt mal so frei und habe das Ganze beispielshalber gemacht. So könnte jetzt zum Beispiel die Struktur von Bestellartikelgruppen aussehen. Auch hier kann ich Bilder hinterlegen. Mittlerweile gibt es bei uns die Möglichkeit, sogar Bilder aus einem eigenen Katalog auszuwählen und dort zu hinterlegen. Und habe ebenfalls die ganzen Bestellartikel für Bestellartikelgruppen hinzugefügt, sodass wir jetzt hier eine vernünftige Struktur haben, die wir uns gleich mal anschauen können. Damit steht der Webshop. Offen ist aber noch die Frage, wie die Ware an den Kunden kommt und auf welchem Wege die Bezahlung erfolgen soll. Wenn man den Webshop jetzt finalisiert hat, wie in dem Fall, alle Bestellartikelgruppen passen, Bestellartikel wurden den Bestellartikelgruppen hinzugefügt, dann mache ich den freien Schiff. Den mache ich über Einstellungen. In den Einstellungen findet sich ganz oben der Lieferkostenartikel. Hier ist es wichtig, einen Lieferkostenartikel im Kassensystem zu haben. Der weist nachher die Gebühren für die Lieferung entsprechend im Kassensystem auch aus. Der hat dann eine spezielle Nummer, in meinem Fall ist es 9801 und die füge ich hinzu und sage dann Speichern. Anschließend werden alle Bestellungen, die eine Liefergebühr haben, automatisch vom Kassensystem erfasst und die Lieferkosten über das Kassensystem ausgewiesen. Wenn du natürlich keine Lieferung anbietest, dann kannst du diesen Schritt erstmal ignorieren. Während wir bereits am Anfang die Zeiten festgelegt hatten, zu denen der Kunde eine Bestellung aufgeben kann, muss jetzt noch festgelegt werden, wann er die Ware abholen kann, bzw. wann ihm die Ware geliefert wird. Anschließend aktiviere ich die Bestellfunktion der Online-Speisekarte. Ab diesem Zeitpunkt wäre sie tatsächlich auch schon verfügbar, aber sie muss natürlich noch irgendwo eingebaut werden. Dazu kommen wir gleich. Ganz wichtig, Abholzeiten. Bei den Liefer- und Abholzeiten handelt es sich um die Zeit, die angezeigt wird, wenn ein Konsument sein Essen so schnell wie möglich haben möchte. Entweder per Abholung oder per Lieferung. Hier hinterlege ich dann zum Beispiel für die Abholzeit 30 Minuten. Das bedeutet, dass der Kunde, wenn er den Webshop öffnet, angezeigt bekommt,
schnellstmögliche Lieferung in 30 Minuten und das kann er dann auswählen. Damit die Lieferzeiten realistisch sind, muss natürlich noch die Entfernung zum Kunden mit eingerechnet werden. Dazu hast du unterschiedliche Möglichkeiten, Liefergebiete festzulegen. Wenn wir jetzt zusätzlich noch Lieferungen anbieten, dann schaue ich mir die Liefergebiete an. Bei den Liefergebieten kann ich unterscheiden zwischen entfernungsbasiert und adressbasiert. Bei der adressbasierten Variante hinterlege ich tatsächliche Adressgebiete, in dem Fall Postleitzahlen für ein Liefergebiet. Und bei der entfernungsbasierten Variante hinterlege ich tatsächliche Lieferstrecken. Bedeutet die Fahrzeit oder die Fahrtstrecke von meinem Standort aus bis dann entsprechend im Kilometerumkreis, den ich haben möchte. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich Lieferungen für die Kunden anbieten möchte. Das heißt, ich lege jetzt Liefergebiete an. Ich mache das Ganze entfernungsbasiert, hat den schönen Vorteil, ich muss mir keine Gedanken um Postleitzahlen machen und kann mein Liefergebiet einfach genauer steuern. In meinem Fall ist der erste Umkreis bis zu 2 Kilometer tatsächliche Fahrtstrecke von meinem Standort aus und dafür möchte ich 2 Euro Lieferkosten festlegen und einen Mindestbestellwert von 10 Euro. Ich sage speichern und auch dann sehe ich direkt, was ich hier angelegt habe. Mein zweites Liefergebiet soll dann bis zu 4 Kilometer entsprechend gültig sein und das Ganze soll dann auch schon 4 Euro kosten und erst ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro verfügbar sein. Als Kunde kann ich nur jetzt bestellen, wenn ich innerhalb dieser Entfernung zum Restaurant mich befinde. Bedeutet, alles, was über 4 Kilometer hinaus ist, kann nicht meinen Webshop nutzen. Einen besonderen Punkt gibt es noch für die Bestellung zu beachten, die mit der Option so schnell wie möglich aufgegeben werden. Ich habe jetzt Liefergebiete angelegt und jetzt gehe ich zurück nach oben und muss natürlich noch das ganze Thema zur Lieferung auch aktivieren. Habe ich das getan, erscheint unter den Liefer- und Abholzeiten ein zusätzlicher Punkt. Und hier kann ich dann jetzt auch meine Lieferzeit für die Bestellungen, die quasi so schnell wie möglich geliefert werden soll, anpassen. In meinem Beispiel sind 60 Minuten hinterlegt. Das empfehle ich auch jedem draußen, mindestens 60 Minuten dazu nehmen. Wenn ihr schneller seid ihr schneller mit der Lieferung und der Kunde ist zufrieden. Letzter Punkt bei der Definition deines Online-Shops ist die Frage nach den zulässigen Bezahlvarianten. Jetzt ist auch schon fast alles konfiguriert. Das Einzige, worüber ich mir als Betreiber jetzt noch Gedanken machen muss, ist, möchte ich Bestellungen per Vorkasse online nur anbieten oder erlaube ich meinen Kunden auch Barzahlung vor Ort oder bei der Lieferung. Das Ganze funktioniert über die akzeptierten Online-Bezahlmethoden. Barzahlung ist immer vorausgewählt. Hake ich jetzt die Online-Zahlung an, dann habe ich auch die Möglichkeit, die Barzahlung wieder zu deaktivieren. Das hat den Vorteil, dass ich sage, dass ich Online-Bestellungen immer über PayPal direkt als Vorkasse vorbezahlt haben möchte. Dadurch habe ich als Betreiber natürlich ein geringeres Risiko für Zahlungsausfälle. Damit man Online-Zahlungen anhaken kann, ist es wichtig, dass die PayPal-Daten auch entsprechend hinterlegt worden sind. Diese finde ich, wenn ich zurückgehe, in die Betreiberübersicht bei uns und ganz unten unter dem Punkt Online-Zahlung. Hier habe ich die Möglichkeit, Zahlungsanbieter, meine PayPal-Daten entsprechend zu hinterlegen. Wichtig, das ist mein PayPal-Business-Konto, was hier hinterlegt ist. Das heißt, ich gebe meinen PayPal-Account ein und die Client-ID und den Secret relevant für meinen PayPal-Business-Account. Ich habe dann noch die Möglichkeit, hier verschiedene zusätzliche Zahlungsmethoden auszuwählen. Kreditkarte, Giropay, SEPA, Klarna. Das sind alles Zahlungsmöglichkeiten, die der Kunde nachher, wenn er auf Online-Zahlung drückt, auch entsprechend angezeigt bekommt. Zeit einmal nachzuschauen, wie dein Webshop dem Kunden gegenüber angezeigt wird. Jetzt ist unser Webshop auch schon final eingerichtet und ich kann mir das Ganze über die URL hier unten einmal anschauen, wie es für den Gast entsprechend aussehen würde. Ich klicke das an und es öffnet sich in dem Fall eine extra Übersicht und hier finde ich jetzt alles das wieder, was ich vorhin eingestellt habe. Als erstes werde ich gefragt, wie möchte ich denn überhaupt bestellen? Zur Abholung oder zur Lieferung? Hier sind die Zeiten, die frühestmöglichen Zeiten, die wir entsprechend vorhin bei den Einstellungen hinterlegt haben. Für Abholung 30 Minuten, für Lieferung 60 Minuten. Ich wähle jetzt Abholung aus und dann sehen wir auch mal, wie das Ganze live aussehen kann. Ich habe ein paar Artikelbilder ergänzt, ich habe Bestellartikelgruppenbilder ergänzt und hier ist auch schön das Beispiel zu sehen, wie die Artikeleinstellungen aus der Kasse übernommen werden. Ich habe meine Pizza Tonno e Cipolla und wenn ich da draufklicke, öffnet sich ein Auswahlfenster, wo ich die ganzen Zusatzbelege wählen kann, die ich dann einfach über die Warenkorbfunktion in den Warenkorb hinzufügen kann. Ich habe ebenfalls die Möglichkeit, auf Lieferung zu wechseln. Dafür klicke ich hier oben einfach Abholung an, klicke Lieferung an und dann fragt mich das System quasi nach einer Adresse. Und hier muss ich jetzt eine Adresse eingeben, die innerhalb meines Lieferradius ist. Wir bei Vectron sitzen am Willy Brandt-Weg 41 in Münster. Ich sage speichern und dann zieht er sich, ich sage speichern, dann zieht sich das System automatisch die Lieferkosten für diesen Lieferumkreis. Oben rechts finde ich jetzt meine Kontaktinformationen. Das sind die Informationen, die wir vorher unter Filialinformationen, Kontaktinformationen angezeigt haben. Nach diesem letzten Funktionscheck legst du nur noch fest, wie und wo der Webshop von deinem Kunden erreicht werden soll. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, unseren Webshop den Kunden anzubieten.
Die erste Möglichkeit, wir nehmen uns die URL und fügen die auf unserer Webseite zum Beispiel als Bild oder iFrame ein. Dies ist vielleicht der komplexeste Teil bei der Einrichtung deines Online-Shops. Sofern du deine Website extern pflegen lässt, kannst du einfach die URL kopieren und an dein Servicebüro weitergeben. Pflegst du den Shop selbst, ist die Einbindung des QR-Codes als Bilddatei die einfachste Option, die auch mit allen Baukastensystemen für Webseiten möglich ist. Dazu lädst du einfach den QR-Code als Bild herunter, so wie es unser Experte im nächsten Schritt erklärt. Das Bild baust du dann wie jedes andere Bild auch in die Website ein und schon kann dein Kunde den QR-Code scannen und gelangt direkt in den Shop. Die Einbindung als iFrame ist die etwas elegantere Lösung. iFrame steht dabei für Inline Frame. Das bedeutet, du legst auf deiner Website einen Rahmen an und innerhalb dieses Rahmens wird der Inhalt einer externen Website, in dem Fall dein Online-Shop, angezeigt. Dadurch hat dein Kunde Zugriff auf den Online-Shop, ohne die eigentliche Website verlassen zu müssen. Der Einbau als iFrame erfordert allerdings in der Regel die Anpassung des Webseitencodes, der nicht immer von allen Webseitenbaukästen unterstützt wird und entsprechend mitunter manuell erfolgen muss. Anleitungen, wie das genau funktioniert, findest du unter dem Suchbegriff iFrame im Internet. Sowohl bei der Einbindung als Bild wie auch als iFrame müssen diese Schritte nur einmal durchgeführt werden. Ändern sich Bestellgruppen oder Artikel in deinem Webshop, bleibt der Aufruf unverändert. Die zweite Möglichkeit ist, wir öffnen uns einen QR-Code. Wenn man diesen QR-Code scannt, führt er ebenfalls auf den Webshop. Das eignet sich vor allem für Speisekarten, die man bei der Lieferung zum Beispiel beilegt. Oder auch für Aktionen, weil man sagt, ich möchte jetzt Flyer machen, um das Ganze in Betrieb zu nehmen, um ein bisschen Werbung zu machen, kann man diesen QR-Code als Bild speichern und auch auf Flyer ergänzen. Und diese dann entsprechend bei Lieferung mit auslegen oder auch im Shop auslegen, um so das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Das Schöne bei unserer Lösung ist, das Ganze passiert im Web und ohne Kundenlogin. Bedeutet, wenn ich jetzt als Kunde diesen QR-Code mit meinem Handy scanne, lande ich direkt im Web auf diesem Webshop und muss mich nicht erst anmelden, ein Konto erstellen oder ähnliches. Ich kann direkt meine Speisen und Getränke bestellen. Das reduziert Abbruchquoten bei der Bestellung, weil jeder zusätzliche Schritt ist eine neue Hemmschwelle für den Kunden. Wenn er sich erst registrieren muss, bevor er Speisen oder Getränke bestellen kann, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er sagt, darauf habe ich keine Lust, das mache ich nicht. Und schon steht ein Online-Shop, mit dem du deine Reichweite und Bekanntheit optimierst und gleichzeitig dein Image optimierst. Durch direkte Anbindung an die Kasse läuft auch die Pflege des Shops völlig nebenbei und mit jeder eingehenden Bestellung hast du die sonst üblichen Vermittlungsprovisionen gespart.